Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, Heute geht es um Redis und die Arten und Weisen, wie man Redis deployen kann, wie man Redis nutzen kann. Äh, Ich versuche es sehr kurz zu halten. Falls ich zu schnell bin oder Fragen aufkommen, einfach reingrätschen. Redis kennen vermutlich die meisten, ne? Ist eine Source Available In-Memory Storage Datenbank, die meist als Key-Value-Datenbank, zum Beispiel für Caching und so weiter genutzt wird, hat mittlerweile auch noch 1.000.000 weitere Features und in Zukunft für AI und weiß nicht noch, was dort alles mit drin ist. Aber wir verwenden die hauptsächlich als Key-Value Datenbank, als schnelle Key-Value-Datenbank. Äh, Mittlerweile heißt es auch Wallkey oder Redict oder Insert Other Fork hier. Äh, Die Daten in Redis werden, wie schon gesagt, im Memory gespeichert, also im RAM. Dadurch ist alles sehr, sehr schnell. Allerdings gibt es natürlich Daten, die man persistiert haben möchte und RAM ist nicht persistent. Und da gibt es bei Redis aktuell mindestens, es gibt noch andere Lösungen, aber die meistverwendetsten, beziehungsweise vor allem in der offenen Variante verfügbaren Optionen sind RDB oder AOF. RDB bedeutet 'n Snapshot der Redis-Datenbank. Da werden alle Daten, die in der Redis-Datenbank sind, einfach auf die Platte geschrieben. AOF ist Append-Only-File. Da werden alle Commands, die an den Redis gegeben werden, auf die Platte geschrieben. Die werden zum einen ausgeführt und zum anderen auf die Platte geschrieben. Jetzt kann man beides auch noch kombinieren, äh, um mit um eine möglichst hohe Persistenz zu erreichen, oder man kann Persistenz einfach weglassen. Es wird überhaupt nie auf die Platte geschrieben. Kurze Erklärung: RDB, ähm, das wird entweder manuell durch den Command bgsafe gemacht oder in der Konfiguration mit safe konfiguriert. Da kann man konfigurieren, dass Redis zum Beispiel nach so und so viel Sekunden einfach seine Datenbank auf die Festplatte schreibt oder nach so und so viel Änderungen. Das kann man auch kombinieren. Man kann sagen, nach so und so viel Sekunden, wenn mindestens so viele Änderungen passiert sind. Dass, wenn irgendwie nur 10 Änderungen passiert sind und man sagt: „10 Änderungen sind mir egal“, dann kann Redis auch noch warten und Ressourcen sparen und muss nicht auf die Platte schreiben. Interessant ist, wie die Daten auf die Platte geschrieben werden. Die Redis-Datenbank ist ja im RAM, und um die Daten zu persistieren, wird ein Fork gemacht. Dadurch wird der Redis-Prozess einmal geforkt und 'ne Kopie dieses Prozesses erstellt, der auf die gleichen Memory Blocks zugreifen kann. Allerdings benutzt es Copy on Write. Das bedeutet, wenn der ähm, Parent Process, also der Redis-Server, etwas in Memory Blocks schreibt, bleiben die alten trotzdem noch da, solange der Child-Prozess existiert. Der Child-Prozess greift aber nur auf die Memory Blocks zu, die zur Zeit der Erstellung des Child-Prozesses da waren. Das heißt, ich kopiere mir eigentlich die Datenbank im RAM einmal. Das ist sehr schnell. Dadurch ist im Normalfall es nicht spürbar, dass es irgendeine Unterbrechung gibt. Ähm, Der Nachteil ist, im Zweifel, wenn sehr viel geschrieben wird, brauche ich plötzlich doppelt so viel RAM, wie ich eigentlich für mein Redis benutzen möchte. Und der Child-Prozess liest dann all die Memory-Blöcke aus und schreibt es auf die Platte in eine RDB-Datei. Und die RDB-Datei ist dann einfach eine Kopie der Datenbank. Dann gibt es noch das Append-Only-File. Ähm, Das Append-Only-File hat einmal die Option, dass man verschiedene Fsync-Policies haben kann. Also, wann die Daten, die auf die Festplatte geschrieben werden, wirklich persistiert werden auf der Festplatte. Ähm, das wird, je nachdem, wie man es konfiguriert, wird das Append-Only-File immer wieder umgeschrieben beziehungsweise zusammengefasst. Und was da passiert: Die Anwendung gibt irgendwie Schreib Lesebefehle an den Redis
und der Redis, wenn er was schreiben muss, schreibt das zum einen in Memory, zum anderen aber auch, wird jeder Command an das, Append-Only-File angehängt. Und wenn es eine bestimmte Größe erreicht hat, werden halt, Änderungen einfach zusammengefasst. Dadurch verliere ich zwar die History, aber die Daten sind noch da. Und ich brauche auch keine unendliche History. Der Vorteil ist hier, ein Entwickler oder irgendjemand gibt 'n Flush All ein, löscht alle Daten, dann steht einfach in dem AOF-File, an 'ner bestimmten Stelle Flush All. Und dann kann ich Rede stoppen, das Flush All aus der AOF-File entfernen, Redis wieder starten, der liest das AOF-File ein, liest nicht das Flush All, führt es also nicht aus, alle Daten wieder da. Und deswegen ist es auch, 'ne gute Möglichkeit, wenn man beides kombiniert. Man macht, zum Beispiel die RDB, Speicherung eher mit 'ner höheren Frequenz, äh, niedrigeren Frequenz, also nur alle paar Stunden oder, äh, mehrere Minuten statt irgendwie jede Minute wird 'ne Kopie erstellt, weil nicht so viel geschrieben wird. Und in der Zwischenzeit wird abgedeckt über so 'n Append-Only-File. Und natürlich gibt's noch keine Persistenz. Es, ist manchmal auch sinnvoll, weil einfach weniger Ressourcen verbraucht werden. Grad für Caching braucht man das nicht immer und dann muss man's auch nicht aktivieren. Dann kann's natürlich passieren, die Redis-Datenbank ist nur im, RAM. Was ist, wenn der RAM voll ist? Das sollte nicht passieren. Da sollte man drauf achten, dass selbst wenn durch den RDB, Speicherprozess einmal der RAM quasi dupliziert wird, ähm, dass der RAM nicht komplett verbraucht werden kann. Ansonsten könnte Redis crashen einfach oder der Linux-Kernel ORM-Killer kommt halt dann und killt Redis. Der Memory-Verbrauch, den kann man, einschränken, indem man Max Memory konfiguriert. Damit sagt man Redis, du darfst maximal so und so viel Memory verbrauchen. Redis wird dann genau so viel Speicher verbrauchen, intern, also für die Anwendung sichtbar so viel Speicher. Allerdings auf dem System wird's 'n bisschen mehr sein. Wenn man 8, 9 Gigabyte haben will, sollte man mit, 10 Gigabyte insgesamt rechnen. Steht auf der Redis-Webseite oder in der Redis-Dokumentation. Aufgrund von Fragmentation von, dem Speicher im RAM, und natürlich 'n bisschen Redis-Overhead. Es kommt dann drauf an, wie viele Keys man hat, welche Datenstruktur man dort hat. Man darf natürlich nicht vergessen, wenn man ein BG-Safe hat, grade wenn viel geschrieben wird, dann verbraucht der Redis deutlich mehr, als im Max Memory konfiguriert wird. Was passiert, wenn Max Memory erreicht wird? Ich habe meinen Redis eingestellt, der soll maximal 1 Gigabyte, RAM verbrauchen. Was passiert, wenn ich dann reinschreiben möchte? Wenn ich die No Eviction Policy habe, also dass, äh, keine Keys gelöscht werden, wenn der Max Memory erreicht wird, lässt mich Redis einfach keine Write Commands mehr abgeben. Ich kann immer noch draus lesen. Wenn ich jetzt 'nen Cache hätte, könnte ich keinen neuen Cachewerte reinschreiben. Die aber drin sind, kann ich alle noch lesen und nutzen. Dann gibt's, vor allem 2 wichtige Begriffe. Das eine ist LRU, das ist Last Recently Used und der andere ist LFU, Last Frequently Used. Least Frequently, danke. Ähm, und das Ganze kann ich entweder auf All Keys, also auf alle Keys, die in meiner Redis-Datenbank sind, ausführen oder, Volatile. Das sind alle Keys, die ein Expire, Flag gesetzt haben, dann betrifft das nur die. Und dann gibt's noch Random, das ist, glaube ich, selbsterklärend und es gibt TTL. TTL, ich kann zu dem Expire Flag für meine Keys auch noch eine Time to Live setzen. Und kurze Erklärung, All Keys LRU. Das würde bedeuten, ich will einen neuen Key reinschreiben, Redis hat kein Memory mehr frei. Dann prüft Redis, was war der, last recently used key. Das wird nicht
anhand aller Keys geprüft, weil das viel zu lang wäre. Es gibt da Algorithmen und irgendwie mathematische Verfahren, da werden 'n paar Samples genommen und der möglichst last, recently used Key wird dann, aus der Datenbank rausgeschmissen, um meinen neuen Key reinschreiben zu können. Das Gleiche passiert bei least frequently used. Da wird halt mit Algorithmen geprüft, welcher Key vermutlich, am wenigsten benutzt wird. Die least frequently used Algorithmen kann man auch optimieren und auf seine eigenen Bedürfnisse so 'n bisschen einstellen, wie groß das Sample Set sein soll. Und da ist dann der Trade-off zu wie viel, Rechenzeit brauche ich, um das rauszufinden oder wie viel Zeit brauche ich, um das rauszufinden, gegenüber wie schnell möchte ich, dass der Key rausfliegt und der andere dann geschrieben werden kann. Ähm, bei den Volatile LRU hat man den Vorteil, dass nur die Keys, die ich explizit geflaggt habe, dass sie expiren, rausgeschmissen werden. Allerdings braucht das Expire Flag natürlich 'n bisschen Memory. Dadurch hat man wieder 'n bisschen Overhead, zum einen beim Speicherverbrauch, aber auch 'n bisschen bei Computing. Und Random ist erkläre ich nicht weiter, gibt's auch einmal mit All Keys oder mit, nur die Keys, die 'n Expire Flag gesetzt haben. TTL ist noch interessant. Da setze ich selber eine Time to Live und, definiere somit, welche Keys sind äh, können zuerst gelöscht werden. TTL hätte ich 'ne Frage. Ja. Die läuft die ab seit dem Zeitpunkt, seitdem man es eingefügt hat, oder wird die immer refreshed, wenn man einmal drauf zugegriffen hat? Stefan hat gefragt, ob die TTL von alleine abläuft, wenn man die, einmal geschrieben hat oder ob die von alleine refreshed wird, wenn drauf zugegriffen wird. Kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht ja ein Entwickler. Wird nicht refreshed. Müsste man also, wenn man drauf zugreift, jedes Mal selber wieder refreshen. Ähm, genau. Wenn Redis keine Keys rausschmeißen kann, wird beim Schreiben 'n Fehler geworfen, dass aufgrund des, vollen Speichers der neue Wert nicht gespeichert werden kann. LRU und LFU sind nicht exakt. Äh, Es gibt da sehr ausführliche Dokumentation, wie welche Verfahren und Algorithmen da benutzt werden und wie man die auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Die Defaults sind aber auch schon sehr, sehr gut. Und Expire fügt zusätzlichen Overhead hinzu. Die vermutlich also, die aus den ganzen Policies will man vermutlich diese hier nutzen am meisten. All Keys LRU oder All Keys LFU. Man sagt einfach, alle Keys, die hier drin sind, entweder möchte ich die, die schon am längsten nicht mehr benutzt wurden oder die, die am wenigsten benutzt wurden, dass die gelöscht werden. Grad für Caching ist das, was man eigentlich haben möchte. Die Volatile TTL, das gibt's eigentlich nur einen Anwendungszweck, ist, Redis soll nicht entscheiden, welche Keys gelöscht werden. Ich weiß es am besten. Ich gebe den Wert beim Schreiben des Keys mit. Und dann gibt's noch die Volatile LRU und Volatile LFU. Das ist, wenn man, äh, Werte in Redis haben will, die persistieren, die, immer da sind und nie verschwinden, aber gleichzeitig auch noch so Keys haben will, die einfach von alleine wieder verschwinden, ne? Wenn man Caching und Persistence mischen möchte, was man am besten allerdings vermeidet. Und jetzt können wir das mal kombinieren. Wir sagen, wir möchten Redis für Sidekick haben. Dann möchten wir persistente Daten haben, weil wir möchten nicht, dass Keys gelöscht werden. Da gibt's die Möglichkeit, wir setzen Max Memory auf 0. Was dann passiert, ist, dass einfach so viel Speicher gebraucht wird, wie Redis braucht. Oder wir setzen Max Memory auf einen, bestimmten Wert und sagen der Policy, dass kein Key gelöscht werden darf. Wenn dann die Anwendung 'n neuen Key schreiben möchte, bekommt die Anwendung 'ne Fehlermeldung. Das sollte man natürlich in beiden Fällen ausreichend Monitoring zu haben, um zu sehen, wenn der RAM des Servers voll läuft, weil ich kein Max Memory gesetzt habe, oder wenn der Max Memory, Wert in Redis erreicht wird, damit der Redis nicht voll läuft und ich vorher intervenieren kann.
Und hier will man auch mit RDB oder AOF oder AOF sicherstellen, dass die Daten persistiert werden auf der Festplatte, um bei einem Crash von einem Server, bei einem Reboot die Daten zu erhalten. Wenn ich jetzt Redis als Caching nehmen möchte, da setze ich auf jeden Fall 'n Max-Memory-Wert, weil ich sage: „Okay, ich habe auf meinem Server 4 Gigabyte, die ich für Caching nutzen möchte.“ Dann setze ich Max-Memory auf 3,8 Gigabyte, um 'n bisschen Overhead zu haben und sage als Policy einfach All Keys LRU oder All Keys LFU. Und Persistenz, das entscheidet sich daran, ob ich immer einen warmen Cache haben möchte und sicher gehen möchte, dass da immer Daten drin sind oder ob mir das komplett egal ist. Da gibt es auch ein Max-Kalkül, dass ich sagen kann, es muss gelöscht werden nach so und so vielen Tagen. Klaus fragt, ob es ein Max Time to Live gibt. Meines Wissens nicht. Dann für die gemischte Benutzung, da setze ich einen Max-Memory-Wert und sage der Max-Memory-Policy dieses Volatile mit LFU oder LRU und dann werden nur Keys gelöscht, die das Expire Key gesetzt haben. Hier muss man auf jeden Fall auch Monitoring haben. Es könnte passieren, dass die Anwendung 'ne Menge Keys schreibt ohne Expire gesetzt und dann ist der RAM irgendwann der Max Memory Wert auch irgendwann erreicht und ich kann nicht mehr mein Rede schreiben. Allerdings will man dann ja, weil persistente Daten drin sind, auch wieder RDB und oder AOF benutzen. Äh, Man hat den Vorteil, alles in einer Redis-Datenbank oder in einem Redis-Server-Instanz zu haben, aber man hat den Nachteil, man hat den Overhead von dem Expire und, äh, es ist so 'n Gemisch aus wichtigen Daten und nicht so wichtigen Daten. Und das sollte man im Idealfall vermeiden und sich lieber für Strategien, die äh, All Keys benutzen, beziehungsweise überhaupt nicht löschen, entscheiden, um sich den Overhead zu sparen. Und das war auch der Kurzüberblick, wie ich Redis nutzen kann, wie ich dort meine Daten am besten speichere und wie ich es konfiguriere, um den meisten Nutzen draus zu bekommen. Noch jemand Fragen? In dem Fall, dass man No Eviction anhat und man will jetzt was reinschreiben und man hat keinen Platz mehr, landet das dann trotzdem im Append-Only-Block oder ist es damit eigentlich verloren? Niklas fragt, wenn man etwas in den vollen Rede schreibt und keine Keys mehr evicted werden können, entweder wegen der No Eviction Policy. Was aber auch passieren kann, ist, ich habe die Volatile minus irgendwas und habe aber zu viele Keys drin ohne Expire Tag. Was dann passiert, ob das ins AOF geschrieben wird. Es wird nicht ins Append-Only-File geschrieben, weil sonst wäre der Datenstand vom Append-Only-File ja unterschiedlich zu dem, was in meiner Datenbank ist. Also, du versuchst dann zu schreiben, Redis prüft, ob Keys evicted werden können und wenn das nicht passieren kann, dann bekommst du 'ne Fehlermeldung, dass nicht geschrieben kann aufgrund des Speicherplatzes. Bitte? Hätte ungefähr 20.000 Entry-Fehler mit gezeigt. Okay, wer die Fehlermeldung sehen will, kann sich an Tobias wenden. Er hat 20.000 davon, für jeden 'ne eigene. Aus dem Grund ist es das machen wir mittlerweile auch, wenn wir merken, dass Anwendungen Redis auch für Caching benutzen, dass wir extra deswegen 2 Redister aufsetzen. Bei unseren Sidekicks haben wir zum Beispiel per Default Max Memory 0, weil wir haben unsere Server alle im Monitoring, wir haben die Redisse im Monitoring. Wir merken, wenn der Speicherplatzverbrauch hochgeht und wenn im Sidekick unerwarteterweise viele Dinge gespeichert werden, was seltenst der Fall ist. Und dann äh, haben wir da ein Redis, der hat kein Memory Limit. Das heißt, die Anwendung kann immer die Jobs für Sidekick reinschreiben. Die sind persistiert. Wir haben mit Sentinel auch noch Hochverfügbarkeit, falls ein Server ausfällt. Und somit sind die Daten da sehr sicher. Und zudem, wenn dann jemand noch Caching möchte,
machen wir im Normalfall dann diese Art Konfiguration. Wir setzen Max Memory, wir schauen, wie viel Speicher wollen wir für das Caching nutzen und geben dann eine Policy, bei der Keys automatisch gelöscht werden können. Und da ist uns dann egal, wie voll der Memory ist. Im Idealfall ist er natürlich immer sehr voll, weil dann habe ich einen angemessenen Wert gewählt. Oder vielleicht so immer so fast ganz voll. Oder Erfahrungswerte, was das älteste Teil oder der älteste Eintrag im Cache ist? Ist es dann ein Tag oder eine Woche oder? Klaus fragt, ob wir Erfahrungswerte haben, wie alt die ältesten Keys dann sind. Es ist total abhängig davon, wie viel du reinschreibst. Wenn du jetzt eine Anwendung hast, die durchgehend in diesen Cache-Redis reinschreibt, dann fliegen die natürlich schneller raus, als wenn da nur seltene oder nur für spezielle Teile deiner Anwendung da Dinge gecached werden. Theoretisch wäre das DSGVO relevant, dass wir zum Beispiel nach 90 Tagen löschen müssen und die müssen natürlich auch nicht mehr im Cache sein. Deswegen habe ich vorhin auch wegen Max Time to Live gefragt. Okay. Weil es theoretisch ein Problem wäre. Das muss keiner wissen, aber. Klaus merkt an, dass theoretisch Dinge im Cache landen könnten, die älter als 90 Tage sind oder dort länger als 90 Tage drin sind und das DSGVO relevant sein könnte. Vielleicht sollst du keine personenbezogenen Daten cachen. Das wäre der Weg. Okay. Ich bin mir, also ich betreibe ja Redisse, ich nutze selten Redisse. Ich bin mir nicht sicher, wann die TTL gelöscht wird. Ich denke, es wird nur gelöscht, wenn ich neue Werte reinschreibe und der Memory-Wert erreicht wird oder also dass es einen Anlass dafür gibt, okay, jetzt wird nachgeguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob da Redis wirklich jede Sekunde durchgeht und das löscht. Allerdings hat Redis sehr viele schlaue Mechanismen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du das auch mit der TTL lösen kannst. Aber das kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen, musst du in die Doku gucken. Das sind in der Regel Daten drin, die aus Spuren und DSGVO haben und auch nicht, dass er das löscht. Tobias merkt an, dass die Daten im Cache dann meistens auch in unserer Postgres-Datenbank stehen und deswegen das keine Daten sind, die wir löschen müssen. Und spätestens, wenn die vorher neu gestartet wird, sind die Daten auch weg, weil dann wechselt der Redis Cache auch in andere. Bei dem schon. Außer ich habe, also Andi meinte, spätestens bei den Security-Updates, bei denen wir die VMs neu starten, wird der Cache einmal geleert und die Daten sind weg. Allerdings gibt es ja hier den Punkt, es gibt Leute, die möchten, dass ihr Cache immer gefüllt ist und dann hat man das auch mit Persistenz und dann sind die Daten nicht weg. Nur noch Legacy. Emanuel? Mal als Info, dass das vielleicht Emanuel merkt an, dass wir Monitoring dafür haben, für die Cache-Hit-Rate in Redis. Das heißt, wenn ihr Redis für Caching benutzt, dann könnt ihr in Grafana nachschauen, wie die Hit-Missrate ist oder was da drin. Irgendwie so. Also wie sehr der Redis Cache genutzt wird, könnt ihr da analysieren. Und anhand der Werte kann man dann auch den Max-Memory-Wert anpassen und erhöhen oder niedriger machen, je nach Bedarf. Gut, dann danke euch und bis zum nächsten Mal.